Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach und ich bin im Bereich der Traumatherapie, aber auch im Bereich des Bewusstseinscoachings unterwegs. Und dieser Kanal dreht sich um den Deep Dive in die Musik, die Lyrics, Visuals und Melodien und alles, was sonst noch zum Gesamtkonzept dazu gehört. Und das, was ich hier versuche, ist, euch so viele Perspektiven auf diese Songs, die wir uns hier angucken, zu geben. Denn Musik hat die Kraft und die Macht, uns zu connecten, hat die Möglichkeit, dass wir uns in einem Lied wiederfinden können, dass wir das Gefühl haben, durch diesen Song gesehen zu werden, mit unserer eigenen Geschichte oder uns zurück in alte Zeiten zu versetzen oder. Und das liegt daran, dass unser Gehirn so gut darin ist, eigene Geschichten in anderes hinein zu interpretieren oder zu projizieren. Und das ist das, was Musik, was Kunst uns immer wieder anbietet. Das heißt, es geht mir darum, so viele Geschichten wie möglich zu finden, die in so einem Song drin sein können. Auch wenn der Künstler seine eigene Geschichte hat, möchte ich noch zeigen, dass es nicht immer nur diese eine Wahrheit gibt, sondern dass es so viel mehr sein kann, als das, was wir glauben, was es bedeutet. Genau. Und ich muss dazu sagen, ich habe dieses Video schon einmal aufgenommen. Ich habe, um ehrlich zu sein, 3 Videos hintereinander aufgenommen und habe nicht gemerkt, dass OBS, mein Programm zum Aufnehmen, mein Mikro nicht mehr angenommen hat. Also, es war noch in den Quellen programmiert, aber es war nicht mehr verbunden mit meinem Mikro. Das heißt, ich habe gerade 3 Videos aufgenommen ohne Ton, was mich tierisch ärgert. Aber so ist es. Wir sind hier und ich habe beschlossen, dass ich es so mache, weil ich habe ja jetzt mehr oder weniger auch 2 Videos davon als Blind Reaction, dass ich dennoch die Aufnahmen drin lasse, wo ich mir das Lied oder das Video zuerst angeguckt habe, also die allererste Aufnahme, sodass es wirklich auch 'ne Blind Reaction quasi bleibt, und ihr wirklich meinen Gesichtsausdruck und meine Reaktion sehen könnt. Nur, dass die Gedanken jetzt nicht mehr ganz so frisch sind, beziehungsweise, nicht mehr die ersten Gedanken sind. Ich werde dennoch versuchen, all das wieder aufzugreifen, was ich bei der ersten Reaktion hatte, aber 100% wird mir das nicht gelingen. Von daher ärgerlich, aber so ist es. Wir starten jetzt trotzdem rein. Wir haben heute einen Künstler, Token. Zu Token, I'm Your Baby, habe ich schon eine Reaction gemacht. Und zwar eine sehr gut vorbereitete, mit sehr, sehr vielen Bedeutungen, Bedeutungsebenen, sehr vielen Perspektiven und Geschichten, auf die ich in diesem Video nicht komplett noch mal neu eingehen werde. Wenn ihr das alles hören wollt, dann ich verlinke euch das Video hier, noch mal zu diesem anderen Reaction-Video. Heute wird der Fokus mehr auf dem Video liegen. Und Token hat das Video bereits angekündigt über eine Instagram-Story oder auch hier quasi ein Short, wo er sagt, eigentlich macht er das nicht, aber es ist ein Video zu einem Song, der für ihn das ist, was am meisten Verletzlichkeit oder die meiste Verletzlichkeit zeigt, die er je gezeigt hat bis jetzt. Und dass er erwartet, dass er vielleicht dadurch Follower verlieren wird, Fans verlieren wird. Von daher war ich sehr gespannt, inzwischen ja nicht mehr, aber ich glaube, dass Token sehr viel Liebe erfahren wird auch darüber, nicht nur Follower verlieren. Und er sagt auch, dass er findet, dass es wichtig ist und das finde ich auch, nicht nur dieses Lied zu machen, sondern auch dazu noch ein Video zu machen, weil dieses Video sehr viele Emotionen ausdrückt. So, aber jetzt lasst uns starten. Lang genug geredet. Internet trolls raised me, ads raised me, Nickelodeon raised me, Dan raised me, Superbad American Pie, Hollywood Signs, Triple X search raised me, I'm your baby. Mom left my dad and never talked to a man again, just to paint a picture how the marriage went. And that's just what I thought what every marriage was. I still would call it love, but I never saw him touch, and I knew it wasn't sex, I only seen them kiss once. But married for 20 plus, when I was young, if there was nudity in movies, mama put some anger to it. Little did she know that I wasn't a stranger to it. Internet trolls raised me, ads raised me. So, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann ich im ersten Video Pause gemacht habe. Das wird sich jetzt hier irgendwie fügen. So. Ähm, aber der erste Part, wo man seine Mutter auch sehen kann, ne? Ich meine, vorher adressiert er er wurde erzogen von Medien, er wurde erzogen von Pornos, er wurde erzogen von Nickelodeon-Serien, die von jemandem teilweise produziert wurden, der übergriffig gegenüber dem Mädchen geworden ist, so, wo es auch einen Skandal drumherum gab. Und natürlich wurde er auch von seinen Eltern erzogen, so.
Das heißt, er hat darüber gelernt, was vermeintlich Liebe ist, was Körperlichkeit, was Nähe bedeutet, was Verbindung bedeutet. Und das, was man hier in dem Video sehr gut sehen kann, ist, wie er seine Mutter beobachtet. Ne, er sagt, nach der Trennung hat sie nie wieder jemand anderen gehabt. Und er sieht, wie sie die ganze Zeit da in ihrem Sessel sitzt, wie sie vor sich hin starrt, wie sie, ne, vielleicht emotional nicht mehr so greifbar ist, vielleicht ganz viel in der Trauer ist, ganz viel Schmerz erleidet. Ähm, und darüber lernt er wiederum: „Oh, das ist das, was Liebe zu Menschen oder Menschen antun kann. Will ich das überhaupt selbst erleben?“ Weil er vielleicht denkt: „Na ja, das ist das, was mich erwarten wird.“ So. Hm, und gleichzeitig wurde er darüber aufgezogen, ne, wie, junge Mädchen sexualisiert wurden. Er wurde darüber aufgezogen, Pornos zu gucken, obwohl er erst 6 oder 7 war. Aber der Zugang war halt damals nicht geschützt und ist ja bis heute, würde ich sagen, auch noch nicht besonders gut. Ähm, und da wird ja eine Sexualität dargestellt, die so nicht realistisch ist und die wiederum einen Leistungsdruck aufbaut und einen Performance-Druck auch aufbaut und weniger das Miteinander und das Fühlen und die Verbindung und all das sozusagen, ähm, zeigt, was eigentlich gebraucht wird. So, das heißt, das sorgt eher dafür, dass Liebe und Miteinander nichts mehr mit Sexualität in dem Sinne zu tun haben oder dass es sogar im Sinne auch seiner Mutter etwas Gefährliches ist, etwas, was einen verletzen kann, was einen unglücklich fürs Leben machen kann, für das Restliche. Ja. To it. Little did she know that I wasn't a stranger to it. Internet trolls raised me, ads raised me, Nickelodeon raised me, Dan raised me, super bad American pie, Hollywood signs, triple X search raised me, I'm your baby. I was infatuated with sex when I was 6. Mom blamed it on the music, so CDs were edited. But it wasn't the CDs, the privacy intrigued me. You look when they say don't look. So I was 8 scribbling pictures of a naked body till the teacher found my notebook. She had to make sure my home's good, so I was put in therapy. Imagine a therapist studying an 8-year-old's rendition of naked breasts. I was always questioned, especially cause I only grew up with women present. My therapist put down his pad during one session and asked if I ever thought about my mom and my sister. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann an diesem Punkt, dass ich hier Stopp gemacht habe auch, ist der Therapeut, den ich sehe und der Blick, den der Therapeut hat. Und dass man hier gucken kann, ne, ist es 'n Mitgefühl? Ist es 'n, Mitleiden so? Und was ist der Eindruck, der hier vermittelt wird? Und dass ich auch als Therapeutin immer wieder an dem Punkt bin, ne, wo ich wirklich trennen muss, dass ich nicht in ein Mitleiden gehe, sondern dass ich in einem Mitgefühl bin. Ne, dass ich nicht anfange, in die Geschichte selber mit reinzugehen und in die Emotionen. Das mache ich hier in den Videos so. Das ist noch mal was anderes für mich, als wenn ich mit Klienten arbeite, weil ich finde, das muss sehr sauber getrennt werden. Weil das, was wir hier haben an dem Punkt, und das ist wichtig, finde ich, hm, ist, wir haben so 'n Jungen hier mit 8 oder 9, der quasi davon, begeistert war, nackte Frauen zu zeichnen und der von Sexualität begeistert war, obsessed. Und bis zu 'nem gewissen Grad gehört das zur Normalität dazu, zum normalen Erwachsenwerden. Das heißt, Kinder kommen in 'n gewisses Alter, wo sie anfangen, ihren eigenen Körper zu entdecken, wo sie anfangen, an ihrem Körper rumzuspielen, ohne dass es erst mal 'ne sexuelle Erregung gibt. Wo sie anfangen, die Körper von anderen Kindern zu erkunden, wo sie anfangen, die Körper von Erwachsenen zu erkunden. Und das nichts mit Sexualität in dem Sinne zu tun hat. Das hat was mit Lust und mit Neugier zu tun, aber nicht auf 'ner sexuellen Ebene. Und man muss 'n bisschen aufpassen, wenn man mit Kindern arbeitet an so 'nem Thema, dass man ihnen nicht wiederum neu das Gefühl gibt, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt oder mit ihrer Sexualität nicht stimmt. Weil das könnte da, wo etwas normal ist, so verdrehen, dass sich plötzlich irgendwas Krankhaftes da oben drauf legt, wo gar nichts Krankhaftes war. Das ist ein Punkt, wo man hier vorsichtig sein muss. Auf der anderen Seite muss natürlich abgeklärt werden, ne? Deswegen hat die Lehrerin quasi das gemeldet, ob es wirklich normal ist oder ob es da vielleicht schon 'n Übergriff gab oder ob es irgendwas anderes ist, wovor das Kind geschützt werden muss, wo das Kind Hilfe braucht und Unterstützung braucht. Und deswegen geht es zur Therapie. Und das ist die Arbeit, die der Therapeut machen muss, das herauszufinden sozusagen, worum es hier geht. So. Und gleichzeitig sieht man dem Kind schon an, dem Jungen, so
stimmt irgendwas nicht mit mir, weil ich diese Bilder gezeichnet habe. Ist das nicht richtig? Ist das nicht gut? So, da ist schon der erste Samen eingepflanzt von: „Ich bin anders als die anderen. Mit mir stimmt was nicht.“ Und das ist ein sehr schmaler Grat, den wir hier haben. So, ja. Cause I only grew up with women present. My therapist put down his pad during one session and asked if I ever thought about my mom and my sister naked. I don't remember what I said, I just remember the feeling of realizing my mom and sister were big breasted. I broke out crying, I couldn't stop and I didn't know why. It's funny which memories stick with you. I was 9. Keep going. When I was 12, I started. Ich glaube, hier habe ich beim ersten Video nicht pausiert. Oh mein Gott, jetzt kann ich mal sprechen. Ähm, aber das, was hier noch mal kommt, ne, dieses plötzlich habe ich realisiert, dass meine Mutter und meine Schwester auch Brüste haben. Und wenn wir zurückgehen zu dem Punkt, wo er aufgezogen wurde mit Pornos, aufgezogen oder geprägt wurde quasi von Werbung, die sexualisiert ist. Da werden Brüste immer zur Schau gestellt. Da ist das irgendwas, was sexualisiert wird, irgendwas, was, ne, so. Und was irgendwas vielleicht in ihm bewegt. So, irgendwas, wo auch propagandiert wird, dass das begehrenswert ist. Oder, ne, dass das ist, was dann halt mit Frauen berührt wird, was quasi Erregung auslöst und so weiter. Was auch immer er davon gecheckt hat, wird plötzlich projiziert auf seine Mutter und auf seine Schwester. Und plötzlich kommt er in dieses Gewahrsein: „Ah, das sind auch Frauen, die haben auch was mit Sexualität zu tun.“ Und das willst du als Junge erstmal nicht realisieren. Present. My therapist put down his pad during one session and asked if I ever thought about my mom and my sister naked. I don't remember what I said, I just remember the feeling of realizing my mom and sister were big breasted. I broke out crying, I couldn't stop and I didn't know why. It's funny which memories stick with you. I was 9. Keep going. When I was 12, I started hanging with older kids. They would tell me things and they would show me things. Teachers always said I had an old soul. Must have been just my soul, cause my brain didn't know a thing. A mutual friend led me to this older kid's house. We were in his basement, 2 other older kids round. When my homie left, I should have left, but I stayed there. Didn't know these kids well, but I felt safe there. Shouldn't have felt safe there. Dirty conversations about the girls in their grade where people lost virginities. Me, I ain't even kissed yet. I didn't even think about getting my wet. That night I was talked into doing things I ain't wanna do. A lot of I don't knows, a lot of come on dude, a lot of no one's even gonna know, a lot of closing eyes, a lot of long showers and no appetites. Internet trolls raised me, ads raised me, Nickelodeon raised me, Dan raised me, super bad American Pie, Hollywood signs, triple X search raised me, I'm your baby. I just started dropping music at the time, writing love songs. Ja. Mir fehlen auch immer noch die Worte, auch beim zweiten Mal gucken. Ich finde wirklich, der Junge macht einen grandiosen Job, das zu zeigen, was die Emotionen sind, so. Ähm, so, ähm, man kann diese Erfahrung, die der Junge gemacht hat, ne, dieses nicht abspülen können, nicht abduschen können, von dem, was man erfahren hat, von diesem Übergriff, der da stattgefunden hat, von dieser Grenzüberschreitung. Ähm, und dieses in sich gekehrt sein, dieses leer fühlen, ohnmächtig fühlen, ne, weil es ist nicht immer gleich heulen, zusammenbrechen oder Wut oder irgendwas. Am Anfang ist es erst mal noch die Schockreaktion, das Erstarren, so. Und das deutet darauf hin, dass es etwas ist, was er nicht gut verarbeiten kann. Da kommen wir dann aber gleich noch zu. Und das, was passiert ist, er hat mit älteren Kindern abgehangen, weil ältere Seele oder was auch immer ihm da gesagt wurde. Und das hat ja meistens nicht unbedingt was damit zu tun, dass man schon erwachsen und reif ist, sondern dass man vielleicht in frühen Jahren schon beigebracht bekommen hat oder lernen musste, viel wahrzunehmen, viel zu verstehen, viel zu sehen
vielleicht schon viel erlebt hat, was nicht cool war und wo man als Kind schon früh versucht hat zu verstehen, so. Und deswegen wirkt man älter, als man eigentlich ist. Und das heißt aber nicht, dass man deswegen schon mit Älteren auf einer Stufe sich über bestimmte Themen unterhalten kann. So wie jetzt hier eben auch mit dem Thema Sexualität. So. Und das, was hier passiert ist, ist eine Überredung in Sexualität oder in sexuelles Experimentieren, wo er noch gar nicht so weit gewesen ist mit 12, überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hat, auch noch nicht mal jemanden geküsst hat. Aber dieses: „Ach komm schon und es wird keiner erfahren“ und so weiter und so fort, ne? Das ist dieses: „Ja, ich will ja auch nicht uncool sein, ich will ja auch irgendwie dazugehören“ und, was auch immer für Gedanken da sein könnten. Bei manchen ist es, dass es vielleicht eine Form von: „Ich bin dann bedroht“ oder „Ich werde dann ausgeschlossen, gehöre dann nicht mehr dazu“ oder was auch immer. Oder vielleicht war bei ihm auch eine kleine Neugierde, man weiß es nicht. So dieses: „Okay, wer weiß, was jetzt passiert“, so. Hm, und die Erfahrung an sich war aber überwältigend und zu viel und nicht schön. Und er sagt nicht und er zeigt auch nicht, was da passiert ist. Und das ist auch völlig in Ordnung und voll, also, ich finde es auch gut so, weil das natürlich wieder auch noch mal 'n ganz anderes Triggerpotenzial ist. Aber allein die Szene danach mit dem Duschen sagt alles, so. Und er hat selber gesagt in 'nem Interview, ne, der andere war auch 'n Teenager. Was war der, 16, 17, 18 oder so wahrscheinlich? Oder Anfang 20. Der meinte, der wird wahrscheinlich auch noch nicht so richtig klar aufm Schirm gehabt haben, was seine eigene Sexualität ist. Der wird nicht aufm Schirm gehabt haben und so weiter und so fort, ne? Also, er hat ihn ein bisschen verteidigt. Es kann sein, dass er auch tatsächlich recht hat, was natürlich nicht rechtfertigt, was passiert ist. Es kann aber auch sein, dass es von Token ein Mechanismus ist, um quasi dem Ganzen die Kraft ein bisschen zu nehmen, so zu sagen, das war kein Typ, der wusste, was er da tat und dass es deswegen das Ganze ein bisschen für ihn weniger krass macht. Wer weiß. So. Ich habe noch mal mehr dazu, wie gesagt, in meinem anderen Video, wo ich über den Song schon spreche. Wenn ihr da tiefer gucken wollt, schaut euch das Video an. Aber lasst uns hier jetzt erst mal noch mal weiter gucken. Raise me, I'm your baby. I just started dropping music at the time, writing love songs about a girl I hope to find, playing Wayne tapes, knowing I could never say the first body to touch my body looked just like mine. It's funny which memories end up sticking with you, cause I forgot it even happened till I turned 22. Then it all came back and it felt brand new, wondering if it plays a role in relationships I pursue, or is it just a distant. Bevor wir hier jetzt in den letzten Part gehen, dieser Teil mit diesem, ich habe es sogar vergessen, bis ich 22 war und dann kam es zurück und fühlte sich brandneu an. Das ist tatsächlich ein Traumaschutzmechanismus, der da stattgefunden hat, ne? Diese komplette Verdrängung, weil das System des Kindes es nicht verarbeiten konnte, völlig überwältigt gewesen ist und deswegen, als Schutz das Gehirn diese Sperre das Ganze abgespalten hat. Und das ist unter anderem die Bedeutung von Trigger. Dann kommt irgendwas in der Zukunft, irgendein Geruch, irgendein Bild, irgendein Geräusch, irgendeine Person, die uns an irgendwie die damalige Person erinnert und zack, ist plötzlich der Flashback da. Die Erinnerungen kommen hoch. Und es fühlt sich dann so an, als wären wir wieder mittendrin. Genau in diesem Moment. Alle Emotionen aus dieser Situation sind dann plötzlich wieder da. So, und können wieder überwältigend sein. Hoffentlich ist man dann in einem anderen Zustand, wo man dann anders anfangen kann, damit umzugehen, es anders verarbeiten kann, ne? Oder dann in Therapie gehen kann, um es dann zu verarbeiten. Man hat andere Möglichkeiten als zu der Zeit, wo man das Trauma erlebt hat und völlig überwältigt davon gewesen ist, wenn man ohnmächtig war zum Beispiel. Oder, ne, es einfach nicht, nein, so, wir lassen es so stehen. Weiter geht's. Back and it felt brand new, wondering if it plays a role in relationships I pursue, or is it just a distant memory that never left a mark? One night my homie had some questions at the bar. He said, why do all of your girls look fresh out of a magazine? I said, it's just my type. He said, I feel you, but I mean, what if the perfect girl for you was normal looking? Would you do something? I said, what? He said, it just feels like you're trying to prove something. And you know that everyone knows you well, so maybe you still trying to prove something to yourself. What are you still trying to prove? Internet trolls raised me, ads raised me, Nickelodeon raised me, Dan raised me, Super Bad American Pie, Hollywood Signs, Triple X Search raised me, I'm your baby.
Ja. Erstmal war mir am Anfang gar nicht klar, ich habe irgendwie das Part 1 überlesen und dieses Be Continued und er hat jetzt geschrieben Part 2 in der nächsten Woche, genau. Ich frage mich, ob das auch 'n Video zu einem schon bestehenden Song ist oder ob es ein neuer Song wird. Ich bin sehr gespannt. Hm, aber das ist hier in der letzte Teil, ne, das Gespräch in der Bar mit seinem Kumpel, ähm, inwiefern ihn dieses Erlebnis vielleicht darin beeinflusst, welche Partnerin er sich sucht für Beziehungen oder für Sexualität. Und auch das habe ich lang und breit in meinem ersten Reaction-Video ausführlich besprochen, welche Möglichkeiten, welche Perspektiven, welche Ursachen es haben könnte. Weil manchmal haben wir eine Wahrheit, warum wir das machen. So, naja, hier klar, ein Standard oder Aufwertung. Dann liegen darunter aber noch mal 3 andere Geschichten. Meistens ist es ein bisschen komplexer, warum wir bestimmte Wahlen treffen. So, das ist ganz spannend, da mal ein bisschen einzutauchen. Und nichts davon muss irgendwas mit Token zu tun haben, aber es sind alles Möglichkeiten, was sein könnte und was es bei anderen Menschen sein könnte. Und was ich hier sehr schön finde, ist auch das Gespräch mit Token, wie wir ihn dort an der Bar sitzen sehen. Und ich finde das immer sehr spannend mit Token. Er macht keine große schauspielerische Leistung, aber das, was er macht, ist über sein Gesicht, über seine Mimik uns ganz viel Emotionen und Informationen auf einer Ebene auch zu liefern. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, man kann ihm dabei zugucken, wie er denkt und wie er bewertet, was seine Emotionen sind, die darauf passieren, wann und wie es switcht, so. Vielleicht geht das auch nur mir so, aber ich habe das Gefühl, man kann in seinem Gesicht so viel lesen. Und ganz viel davon wird Interpretation sein, dass ich denke: „Ah ja, der Gesichtsausdruck bedeutet jetzt das und das.“ Und das ist vielleicht bei ihm ganz anders, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass da ganz viel passiert und das habe ich hier auch wieder gehabt. Hm, und das finde ich grandios, so. Genau. Also, ein sehr bewegendes und sehr berührendes Video. Danke an Token für den Mut, für die Ehrlichkeit, für die Verletzlichkeit, so. Dafür, dass du das der Welt schenkst. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ähm, Weil nächste Woche geht es anscheinend mit dem nächsten Part 2 weiter. Wenn ihr das sehen wollt von mir, dann abonniert. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ansonsten empfehle ich euch, auf jeden Fall in mein anderes Video reinzugucken von I'm Your Baby und euch die volle Packung von psychologischen Insights zu geben. Bis dahin, macht es gut.